Viele Strategien und Protokolle im Krypto- und DeFi-Bereich sind komplex, somit schwer zu erlernen und nur zeitintensiv zu verwalten. Wieso gibt es nicht einfach automatische Strategien, die jeder umsetzen kann? Die gibt es, definitiv. Eine Anlaufstelle dafür stelle ich euch heute vor. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Tja, nicht jeder hat den Anspruch, gleich übermorgen Milliardär zu sein, wenn es um seine Finanzen geht. Die meisten Investoren und Privatanleger sind mit 10 bis 20% Jahresrendite mehr als zufrieden. Besonders dann, wenn sich solche Renditen einfach und relativ risikoarm und vor allem dann auch mit wenig Zeit umsetzen lassen. Das ist den meisten wichtiger, als horrende Renditen zu erzielen. Ich bin über eine Plattform gestolpert, die genau solche Strategien für euch vollautomatisch umsetzt, damit ihr euch zurücklehnen könnt und einfach nur beobachten könnt, wie die Renditen ansteigen. Ihr bleibt auch weiterhin Herr über eure Assets und könnt einfach nur vollautomatisierte Zusatzerträge über eure Assets erzielen, die ihr optimalerweise schon vorhattet zu halten. Eine Bitte noch, bevor wir ins Thema reinstarten: Wenn ihr es gut findet, dass ihr mehrmals pro Woche diese kostenlosen Inhalte von uns erhaltet, dann leitet diese sehr gerne an andere Interessierte weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch. Das hilft uns, dass diese Videos eine größere Verbreitung finden und hilft natürlich schlussendlich beim Wachstum. Und jetzt noch eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ihr seid noch komplett neu im Crypto-Space und sucht einen Anfang? Startet dann am besten mit unserer Artikelserie für Beginner. Egal, ob es ums Kaufen oder Sparen geht, hier werdet ihr fündig. Wie bewahrt man seine neuen Schätze möglichst intelligent auf und kann die Möglichkeiten der verschiedenen Blockchains optimal nutzen? Die Antworten darauf findet ihr hier. Besucht einfach unsere Homepage www.financial-insider.net und schaut euch im Bereich Beginner abgeholt alles Notwendige dazu an. Viel Spaß und jetzt zurück ins Video. Und hier sind wir auch schon. Wir sind bei Definitive.finance angekommen, einer Plattform, die für euch vollautomatische Strategien umsetzt. Es handelt sich hier um noch ein relativ junges Protokoll. Wir können hier bei defilama.com nachgucken, dass momentan nur etwa 1,5 Millionen US-Dollar in der Verwaltung sind. Das Protokoll besteht seit etwa 5 Monaten, hat schon aber in der Zwischenzeit das 4. Audit hinter sich und auch ein erst kürzlich durchgeführtes, was zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos erst circa eine Woche alt ist. Das ist also schon mal ein sehr guter Hinweis dafür, dass die technische Infrastruktur solide ist. Wie ich schon erwähnt hatte, ist es hier ein Protokoll, mit dem ihr vollautomatische Strategien umsetzen könnt. Es ist zwar notwendig, dass ihr einen separaten Login für die Plattform generiert, da müsst ihr aber nur eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Danach kann aber innerhalb des Logins mit einer Web3-Applikation, also einer Metamask, einer Trust Wallet und so weiter und so fort, die Verbindung zur Plattform hergestellt werden und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr die Verfügungsgewalt über eure Assets nicht verliert. Es ist also definitiv eine Non-Custodial Wallet-Lösung, wo ihr die Verfügungsgewalt über eure Assets behaltet. Im nächsten Schritt werden wir uns einfach mal den Login-Bereich etwas genauer miteinander angucken. Und hier sind wir auch schon im Login-Bereich von Definitive.finance. Es ist relativ aufgeräumt. Momentan gibt es hier nur 2 verschiedene Funktionen, die man nutzen kann. Einmal für fortgeschrittenes Trading, wo ihr selber Limits, Slippage und so weiter einstellen könnt. Wir werden uns heute aber auf den Bereich Yield Strategies konzentrieren. Wie ihr hier unten seht, habt ihr einmal die Möglichkeit, euch wieder auszuloggen und eure Web3-Wallet damit zu verbinden. Das ist der Beweis dafür, dass alles vertrauenslos stattfindet. Wenn wir also in den Bereich Yield Strategies reingehen, werdet ihr erstmal sehen, dass ihr zum einen verschiedene Filter habt, euch die verschiedenen angebotenen Strategien anzeigen zu lassen. Ihr könnt euch einmal die verschiedenen Chains angucken, das sind momentan 6 an der Zahl. Ihr könnt eben noch gucken, auf welchen Protokollen diese Strategien umgesetzt werden. Momentan gibt es 2 verschiedene Strategien, die wir auch noch einmal separat besprechen werden. Einmal das Hyperstaking und einmal das LP-Staking. Und ihr könnt dann eben auch noch die Assets auswählen, in denen ihr aktiv werden wollt.
Beginnen wir mal mit dem Hyperstaking, das ganz ansprechende Renditen meines Erachtens momentan liefert. Wir sehen hier, dass Renditen bis zu 37, knapp 38% pro Jahr momentan bezahlt werden. Wenn wir etwas weiter runtergehen, sind wir immer noch im Bereich 10 bis 20%, was für die meisten definitiv interessant sein könnte. Was bedeutet Hyperstaking denn grundsätzlich? Es ist nicht mal so eine arg komplexe Strategie, aber sie würde meines Erachtens, wenn man sie manuell ausführen würde, relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Was wird hier gemacht? Hier werden im Endeffekt Staking-Assets, wie zum Beispiel Ether, wie zum Beispiel Avalanche, wie zum Beispiel Polygon, also Kryptowährungen, die man ins Staking geben kann, zum einen in ein Lending-Protokoll reingegeben, sodass das Asset als Kollateral für einen Kredit hergenommen werden kann. Dann wird auf der anderen Seite Kredit in der gleichen Währung aufgenommen, um das wiederum ins Staking reinzugeben. Und das wird eben so lange wiederholt bzw. geloopt, bis es nicht mehr weiter möglich ist, bis man also die maximale Kreditrate erreicht hat, durch Kredit rausminten, wieder als Kollateral reingeben, rausminten, reingeben und so weiter und so fort. Und dann erhält man eine Rendite, die natürlich potenziert wird durch die Tatsache, dass wesentlich mehr Kapital für die Staking Reward zur Verfügung stehen als vorher. Und das Schöne daran ist, das macht das Protokoll komplett eigenständig. Es sucht sich immer die interessantesten Pools dafür raus, wo die größte Differenz an Kosten und Renditen herauszuschlagen ist, und dann wird hier automatisch die Strategie für euch vorgenommen. Wir können uns hier auch angucken, dass die letzten 30 Tage die Rendite bei durchschnittlich 30% gelegen hat. Das heißt, die Renditen, die schwanken hier zwar, aber das Protokoll bemüht sich vollautomatisch immer, dann die Pools auch zu wechseln, falls hier zu starke Schwankungen in den Renditen aufzutreffen bzw. anzutreffen wären. Die zweite Rendite ist eigentlich ganz klassisches LP-Staking. Was bedeutet das? Da werdet ihr einfach nur Liquidität für Swaps und Bridges zur Verfügung stellen. Allerdings mit dem ganz, ganz großen Vorteil, dass das Protokoll vollautomatisch die Renditen, die ausgeschüttet werden, in eine Kryptowährung umtauscht, aber auch gleichzeitig abholt und diese reinvestiert, damit ihr den maximalen Zinseszinseffekt für eure Zinsen bekommt, beziehungsweise für eure Anlage bekommt. Und dann seht ihr, dass hier im momentan renditestärksten Pool Renditen von bis zu 20% pro Jahr möglich sind, und das, wie schon gesagt, vollautomatisch, ohne dass ihr auch nur einen einzigen Finger krümmen müsst. Ihr müsst hier nur anfänglich einmal eure Web3-Wallet mit dieser Plattform verbinden, das Asset in den Smart Contract einzahlen, das hierfür notwendig ist, und der Rest geht vollautomatisch im Hintergrund vonstatten. Wir stellen zu guter Letzt fest, wer 10 bis 20%, in gewissen Ausnahmephasen vielleicht sogar 30 oder 35% pro Jahr einfach erzielen möchte, ist mit dem Protokoll von Definitive.finance bestens bedient. Es ist absolut zeitsparend, simpel und transparent, und somit könnt ihr auf einen relativ entspannten Weg hohe Renditen mit den Assets erzielen, die ihr vielleicht ohnehin sogar schon vorhattet zu halten. Das soll es an dieser Stelle auch wieder gewesen sein, ein relativ kurzes und knackiges Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Freut euch schon auf die nächsten Videos, die in den nächsten Tagen kommen. Wir haben einiges für euch recherchiert. Da werdet ihr in den nächsten Tagen noch einige schöne Videos und somit Input von uns erhalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.